Hallo, hallo. So, haben heute Samstag, den 9. Ich muss mich erstmal gucken, was haben wir denn heute? 9. Januar, ja. So, ich habe Lust auf eine Torte, sozusagen Kuchen. Es heißt so wie lockige Junge. Kudrявый мальчик heißt das so. Und ist so ein altes Rezept, uralt. Kennt man aus der Kindheit sozusagen. Ist einfach zu machen und man kann da, ich variiere immer. Guck, was ich habe und oft habe ich, wenn ich mal Reste habe, schmand da ein bisschen, da eine Hälfte und dann tue ich alles dann zusammen und diesmal so sind es so 2 Becher. Creme fraiche habe ich. So nehme ich mal für den Teig und ist so eine Variation, nicht unbedingt nach Rezept, sondern die Idee dieses Kuchens oder Torte. Ne? So, dann nehme ich 3 Eier rein. Das sind kleine Eier. Ich glaube, dann nehme ich 4 Stück. Diesmal. So, normalerweise nimmt man, wie viel man hat. So, habe ich ein Ei, dann lege ich ein Ei rein, 2, mache ich 2 und so guckt man dann. 3 ist optimal, aber diesmal sind die ganz klein, dann nehme ich dann 4 Stück. So, kommt drauf an. So, dann brauche ich Backpulver. Nehme ich ein ganzes Päckchen Backpulver. Ich nehme einen großen Löffel zum Rühren. So. Man kann ja Rührstab nehmen, so, ne? Aber und dann später einen Löffel haben, dann nehme ich den sofort. Brauche ich noch ein bisschen Salz. Einfach so eine kleine Prise. Nur so zum Ausgleich. Ja, dann werde ich mal wieder abmessen. Mit dem Glas. So eine Glastasse. Und da kommt einfach Zucker rein. Wer möchte, kann auch weniger Zucker nehmen. Ne? Ich nehme so eine Taste Zucker. So, ich habe ja Butter hier liegen, dachte ich, ja, ich tue auch Butter noch rein. Es kommt auf die Menge, die man am Ende möchte haben vom Teig, ne? Und das ist dann eben diese Flüssigkeit, die macht das schon aus. So.
wie viel man hat. Schmand, wie viel. Man kann auch ohne Butter. Ist es einfach so eine Art Biskuitteig, ne? Wenn man Butter dazu nimmt, ist es so eine Art wie Sandkuchenteig, ne? So. Schmeckt so. Aber ist immer anders, ne? Ist immer so eine andere Note kommt rein. So, dann muss ich die Butter in die Mikrowelle geben. So, die Butter habe ich, Hauptsache weich, dass sie so flüssig, gerade so flüssig wird, ne? Dass sie nicht heiß ist. Reicht aus. Und wenn das so noch dicke Stücke, dann rühre ich ein bisschen, bis sie sich da ganz auflöst, ne? Weil die ist ja doch warm geworden und das, ja, dann ist es schon fast glatt aufgetaut. Kann ich auch dazugeben. Ich glaube, ich warte erstmal, ich mache erstmal Mehl rein. So, da kommt jetzt Mehl. Ein Glas. Die Butter habe ich jetzt ein bisschen zurückgestellt, weil die stockt ja schnell, ne? Und da wird der Teig dann schnell fest. Aber der soll ja erstmal sich binden mit dem angerührten, ja, Satz da. Und deswegen dachte ich, warte ich ein bisschen. Erstmal genug Mehl reingeben. Mehl macht sich besser dann. Ich nehme dann 2 Tassen. Eigentlich, wenn ich kein Butter hätte, würde ich 1,5 Glas nehmen. Aber so nehme ich mal 2. Und das, glaube ich, wird dann ausreichen. Und wenn der Teig dann angerührt ist, ne, so, dann ist es schon, dann ist es schon besser, dann die Butter dazu reinrühren, ne? Dass die dann schön vermischt. Ja, ich glaube, halb mache ich noch. Für eine große Menge. Die mache ich mir heute etwas mehr. Weil ich werde es ja auf dem Blech backen, ne? Und dann teilen. Und ein Stück die werden geschichtet übereinander. Und deswegen ist es gut, wenn man mehr hat. So, jetzt kann auch die Butter mal rein. So. So ist gut. Und da muss ich vorsichtig, weil die kann schön spritzen, ne? Und da ist das dann schon so Feinarbeit. Aber wir lassen uns Zeit. Und so langsam, ne, macht man das dann, dass es sich dann bindet, die Butter hinein sich rührt. Wie gesagt, man kann auch die Hälfte nehmen von der Butter, ne? Halbes oder gar nicht. Ich bin da nicht so genau, wie ich es gerade so mag oder habe. Ja, mache es. So, das, ja.
langsam komme ich zum Resultat. So. Ja, wie gesagt, ja, die Butter, die stockt hier. Obwohl der Teig auch echt flüssig müsste sein, ne? Aber ja, das ist schon. Und deswegen rühre ich davor das Mehl immer rein, dass ich schon weiß, dass es nicht so fettig ist und genug Mehl im Teig ist. Nicht nur Butter, ne? Weil das täuscht dann sich dann. So, oh, guck mal, wie schön der geworden ist. Richtig glatt und so cremig. So, das ist gut. Haben wir es soweit. So, 2,5 eben Tassen Mehl, ne? 1 Tasse Zucker, ja, 4 Eier, kleine, und 2 Becher Schmand und Packung Butter. So, dann kommt das Blech, habe ich schön abgedeckt mit Papier. So, und das werden wir jetzt da den Teig einfach ausbrechen. Das Backpapier draufgeben. So. So. Und das schön verteilen. Mal gucken, dass der Rand auch schön bedeckt ist und der Teig ein bisschen weiter auseinander geht, ne? Das ist beim Backen dann oft der Fall. So, schön mit dem Löffel. So, habe soweit jetzt alles richtig an die Ränder so nah wie möglich alles verteilt, gleichmäßig, ne? So. Und das. So. Und so, dann kann es erstmal stehen, den Ofen einschalten. Ich habe ja oben Unterhitze und da werde ich so erstmal vorheizen und dann 220 Grad. Der wird bestimmt so 20 Minuten brauchen. Vielleicht sogar weniger. Ich sage dann noch mal dazu. So, dann kommt der Kuchen in den Ofen auf die mittlere Schiene. So, und ich stelle es jetzt auf 220 Grad. Ne? So, dann komme ich noch mal. So, dann mache ich mal weiter. Der Kuchen backt. So, dann kommen wir mal zu der Creme. Das ist so eine gekochte Creme. Das heißt Заварной Creme. Aber Deutsch. Genau weiß ich jetzt nicht, aber er wird eben gekocht. Ich meine, so wie Pudding eben hergestellt wird, so in der Art. Ne?
so eine Milchcreme sozusagen. Heißt es aber, ich werde noch da ein bisschen auch noch. Ne, ich muss ja erstmal meinen Zucker erstmal messen. Ne? Nicht schön. Aber ne, ich lasse es so. Werde ich dann ungefähr, nämlich ein Glas Zucker. So. Ein Glas Zucker und da rein. Zum Andicken, ne, kommen 2 gute Esslöffel Mehl. Ne, dazu. Und im Zucker erstmal dafür, dass die Creme nicht mit Klümpchen wird. Ne, würde ich sagen. Ich glaube, ich kann den Rest noch dazu. Es sind so 2,5 Esslöffel Zucker. So, dann habe ich den Rest alles rein, das reicht. So, und dann muss es schön verrührt sein, vermischt. Schön vermischen und dann klappt es auch gut mit der Creme. So, top. So, und da kommt jetzt, ich habe heute 2 verschiedene, was ich so habe. Ein Becher Sahne, Becher Creme Fraiche. Man kann auch nur Schmand nehmen, 2 oder 3. Man kann nur Sahne nehmen. Aber ich habe heute das und das ist nicht schlimm, weil das wird eh mit diesem. So, dann nehme ich noch ein Becher Milch da rein in diese zum Ab. Tue ich dann mal später rein. So, erstmal so das dann. So, zeige ich mal. Habe ich jetzt die Schlagsahne und den Schmand rein. Und da kommt auch diese vermischte, ne, Zucker mit Mehl auch da rein. So. Und das wird dann erstmal verrührt. So, ich glaube, ich kann jetzt meinen Lieblingslöffel nehmen. So ist besser zum Rühren. Diese Topf nicht zerkratzen. So, das hier. Und dann erstmal schön verrühren. Den Topf kalt. Und dann schalten wir das hier, Herdplatte jetzt an. Auf die volle Hitze. Und muss man ständig rühren. Ne? So, aber schön erstmal vermischen. Und da habe ich jetzt einen Becher Milch. Kann ich auch was zum Messen nehmen. Weil die Milch, das ist auch noch dazu, statt Schmand oder Sahne nehmen, ne? Weil ich nehme ja diese fettarme. Und da hat man nicht so fettige, weniger Kalorien in der Creme sozusagen. Nicht so fettige Creme, ne? So. So, muss ich mal umrühren. Nicht vergessen, dass ich schon auf der heißen Platte schon. Es kann schon beginnen mit dem Stocken, ne? Das muss immer auch so eine flache, abgeschnittene Kante an dem Löffel sein, dass man immer den Boden schön immer frei
sozusagen streicht. Ne? So, dann kommt noch ein Becher Milch. So, soll schon eine gute Menge Creme sein, dass man da, wenn man die Torte dann zusammenbaut, aufbaut sozusagen die Torte, dass wir genug Creme haben. So. Das wird dann immer gekocht. Ich glaube, die Menge ist echt genug. So. Reicht. Also 2 Becher Milch und sozusagen 2 Becher. Oder Schlagsahne, oder Schmand, oder Creme fraiche. Und bei mir dies ist eben so. Und ein Glas Zucker und knapp 3 Esslöffel Mehl. Ne? So. Und dann muss sie jetzt das alles so wie Pudding kochen, ne? Muss man da aufpassen schön, dass sie fängt an zu stocken. Es hört sich ja schon an so. Und dann muss ich immer den Boden schön immer sozusagen frei kratzen. Immer am Boden entlang, immer mit dem Löffel auf dem Boden so das rühren. Ständig, dass das gleichmäßig alles stockt. Das hängt sich schon. Deswegen immer gut. Ja, genauso wie Pudding kochen, ne? Muss man ja auch immer. Der stockt ja noch schneller, ne, sozusagen. Hier ist so eine Mehlschwitze, aber es wird nicht so gemacht, sondern einfach den Zucker eingerührt und dann dickt es die Creme. Und die schmeckt auch gut eigentlich. Mir schmeckt sie. Die ist nicht so schwer wie Sahne oder Buttercreme. Ne? Und lässt sich auch gut immer auftragen. So, was macht denn mein Kuchen? Oh, der wird schön. Sieht schön aus. So, da ist jetzt so 10 Minuten drin. Oder 15 Minuten, glaube ich. Glaube noch 5 Minuten würde dann gehen schon, weil der ist ja nicht dick. Und dann geht es. So, ja, die Creme stockt auch schon. Ich werde eben nicht ausmachen, keine Pause schalten, dass man sieht, wie lange, ne, die Creme braucht, dass sie fertig wird, dass man da schon so einschätzt, wie viel. Ich mache auch manchmal einen kleinen Topf, ne, aber diesmal dachte ich, auch, ist leichter zu rühren und die Fläche, der Boden hat ja eine größere Fläche und bei der Menge ist es okay, kann man da auch gut das hinkriegen. Ja, der wird schön. Wird schön dick, langsam. Ich habe hier runtergeschaltet auf halb, ne? Auf die Hälfte. Und weil mein Herd heizt sehr stark. Diese vordere Platte da, die ich immer nutze. Und ja. Ja, so kommt auch ein bisschen so schon dunklere Stückchen. Ne? Es bratet sich wahrscheinlich da am Boden schon ein bisschen, hängt sich was fest, aber ja, weil das Zucker ist hier und so. Und aber nö, es wird okay. Ist nicht schlimm.
So, wenn es blubbern anfängt, dann ist es fertig, ne? Die Creme. Da soll man echt Geduld schon haben, ne? Dass das gut klappt. So, und mal warten. Ja, noch nicht. Ist auch okay, wie man selber so sieht, dass es gut noch hitzt. Eigene Herd immer einstellen, wie es am besten dann ist, ne? Dass man es nicht verbrennt, aber auch nicht, dass es so runter quillt, halbe Tag, ne? Muss ja auch nicht sein. So. Kuchen duftet schon. Oh, der ist schön geworden. Ja, es sind 15 Minuten rum. Ich glaube, den kann ich dann schon bald ausschalten, den Herd, und mache ich nur ein bisschen Türchen auf und das ist ein bisschen rot, aber nicht lange, nur kurz, dann hole ich ihn raus, dass der nicht schwitzt auf dem Blech, dass man den rüberholt auf so eine, auf Gitter legt. Und dann komm, muss schon werden, also soll ich ein bisschen stärker die Hitze machen. Ja, fängt an zu blubbern, gut. Noch ein bisschen, dass er auch durch ist, ne? So, ja. Ja, kann man schon sehen, ne? Es blubbert so ein bisschen. Gutes Zeichen. Und ja, die Creme ist also wie Creme fraiche, so diese Konsistenz, dass es cremig ist. Das ist schon okay. Ja. So, dann kann ich das noch ein bisschen. Ja, kann schon aus. Es blubbert gleichmäßig schon. So. Creme habe ich jetzt fertig. Super. So, so sieht sie aus. Ja, so. Aber wenn sie abkühlt, wird sie ja noch dicker, ne? Dickflüssiger. Und deswegen muss man nicht warten, bis sie ganz abkühlt zum Aufstreichen, sondern wenn sie schon so warm bleibt, dann reicht es schon. Kann man dann. So, dann muss ich sie runternehmen vom Herd. So, das jetzt. So, dann wollte ich zeigen, ist echt schön geworden. Der Kuchen haben wir jetzt abgeschaltet. So, kann erstmal stehen. So, dann hole ich mal den Kuchen raus. Ja, sehr schön geworden. Ja, gut. Ich habe wieder dieses Gitter vergessen rauszuholen aus dem Herd. Es ist heiß, muss ich jetzt mal warten, bis es abkühlt. Liegt ja immer im Herd drinne. So, jetzt kann der Kuchen erstmal abkühlen ein bisschen und dann wird er rüber gelegt aufs Gitter, ne, dass es dann auch von unten schön abkühlt. Und zwischendurch rühre ich immer die Creme ein bisschen um, ne, dass sie so glatt und ohne so eine feste Schicht oben, keine so eine Schicht sich bildet, eine harte, dicke, und dann gleichmäßig, dass es kühlt sich ab. Ne? So. Ja, so kühlt es ab, langsam Creme.
Und die ist, ja, ist so, aus ist, wenn sie heiß ist und trotzdem legt sich schon so, langsam wird sie schon auch. So, dann will ich mal meinen Kuchen rüberziehen. Auf Gitter. Einfach so. Und ist es schon da. Schnell. Und jetzt kann abkühlen. Hat von unten so diese Gitter und da geht es besser, ne? Wird es nicht schwitzen. So, dann wollen wir warten, bis der Kuchen abkühlt und dann auch die Creme. Dann kommt es so gleich zusammen, alles kann abkühlen. Ne? Deswegen habe ich das immer so geplant, dass ich immer gleichzeitig, solange der Kuchen backt, mache ich die Creme und dann kann das auch weiter gemacht werden in einem Schlag. Ne? Weil ja, Kuchen ist ja schön geworden, ne? Wird ja dann geteilt und die eine Seite wird auf die andere dann oben drauf kommen. Das zeige ich dann, wie das ist. Es ist so eine meine Variante von dieser Torte. Vielleicht kennt jeder was Ähnliches, aber anders. Ist auch okay. So, ein bisschen gedreht. Man so auf dem Gitter so ein bisschen bewegt, ne? Umgedreht. So, und Creme kühlt langsam ab. So. Ich glaube, dann mache ich noch das zweite Video, wenn ich dann schon die Torte dann, den Kuchen zusammenbauen werde. Ne? Bis dann.